Ja, hallo, ein neues Video hier von Automobil Depression. Aber wir haben ein anderes Auto für euch, ein Mercedes W124. Ja, ihr seht schon, es gibt Autos, die sind nur noch schwer zu retten, wie dieser Citroën XM. Der steht hier seit 6, 7 Jahren unbewegt. War schon ein Auto, was relativ viel Elektronik, modernere Technik hatte. Den wieder zum Laufen zu bekommen, ist nicht so ganz einfach. Aber wir haben ein anderes Auto für euch, also so ein Bestseller eigentlich, also auch in der sogenannten Youngtimer-Szene oder für die ganz Jungen unter uns, das ist eigentlich schon ein Oldtimer, nicht? Ein Mercedes W124, hier sogar einer der allerersten, Baujahr 87, ein 300er Diesel, das erkennt ihr an diesen Doppelauspuffen, Rohren. Die hatte nur der 260e, der 300e und der 300d. Also 6-Zylinder Motor. Dieses Auto, wie gesagt, ist sehr original. Hat ja so den Nimbus des unverwüstlichen, ewig haltbaren. Und ich zeige euch jetzt mal, dass das auch Blödsinn ist. Also auch Mercedes geht gerne kaputt und an vielen Stellen auch so kaputt, dass sich es fast nicht mehr lohnt, so ein Auto noch zu machen. Zeige ich euch gleich exemplarisch an diesem Fahrzeug. Naja, der 124 war ja im Prinzip der Nachfolger des W123, das letzte Chrommodell von Mercedes, wie es immer so hieß. Und als dieses Auto 1985 nach den Werksferien auf den Markt kam, ja, da war erstmal eine ziemlich große Enttäuschung, weil die Qualität so dermaßen nachgelassen hat. Also dieses Auto hatte so viele Kinderkrankheiten, unter anderem gerade beim 300er Diesel mit Schaltgetriebe gab es den sogenannten Bonanza-Effekt, den man nicht wegbekommen hat. Es gab Probleme mit den Wärmetauschern und so weiter und so fort. Und da diese Mercedes-Mittelklasse immer schon das Taxi schlechthin war und die Taxifahrer es gewohnt waren, lange Laufleistung mit wenig Kosten zu haben, war das hier eine riesen Enttäuschung. Und Mercedes musste wirklich lange arbeiten, bis sie das wegrichten. Es gab dann Mopf 1, Mopf steht für Modellwechsel, Mopf 2 und dann zum Schluss sogar noch Mopf 3. Und zum Schluss war das Auto dann wirklich ausgereift. Gerade diese frühen Modelle haben so ein paar Schwächen, die ich euch zeige, aber sie haben auch ein paar Stärken, die sind teilweise auch besser als die letzten. Das zeige ich euch gleich. Also die Karosserie des W124 war damals wahnsinnig modern. Es gab ja schon davor, ab 82 den 190er, den sogenannten Baby-Benz. Und daran hat sich dieses Auto angelehnt. Es war unglaublich windschlüpfrig, also hat einen guten CW-Wert. Das war so Mitte der 80er ein ganz großes Entwicklungsziel bei allen Herstellern. Audi war der Vorreiter, Mercedes hat nachgezogen. Allerdings hatte diese Karosserie dadurch natürlich auch Probleme. Also es gab zum Beispiel keine Dachreling mehr. Die Taxifahrer mussten sich eine komplett andere Fackel besorgen, also das Taxischild. Ja, das ging nicht mehr mit der Reling, dass man da so einen Bügel drauf baute. Dann war dieses Auto, hatte Rostprobleme, extreme Rostprobleme. Also es ging los hier mit diesen Wagenheberaufnahmen, die fast bei allen Modellen durch sind. Es ging weiter mit Kotflügeln, die gerade hier in diesem vorderen Bereich rosten. Komischerweise bei den ganz frühen Modellen viel weniger als bei den späteren, weil Mercedes in den ersten Jahren noch eine viel bessere Lackqualität hatte. Dann ging es weiter, dass dieses Auto mit so einer ganz besonderen Bitumenschicht untenrum geschützt wurde. Da kriecht das Wasser so rein und setzt sich zwischen Bitumen und Blech fest und rostet das quasi so von innen durch, ohne dass man es sieht. Das wird ganz problematisch hinten an der Hinterachsaufnahme. Wenn die weggerostet ist, dann hat man im Prinzip einen hoffnungslosen Fall. Bei den Kombis war es noch tragischer, da rosteten sie in diesem Bereich. Das bei den Limousinen nicht so stark. Hier am Radlauf von innen wurde da relativ oft Rost gesehen. Ansonsten sieht man bei diesem Exemplar hier, was wie gesagt Baujahr 87 ist, sogar aus zweiter Hand stammt, lange in Frankreich gelaufen ist, dass er also relativ gut noch ist, also von der Blechstruktur.
So, der Kofferraum. Zugemüllt hier bei diesem Exemplar, aber immer noch sehr groß, was für Mercedes-Fahrer dieser Mittelklasse wichtig war. Also man musste viel laden. Es gab dann bei Mercedes, hat dieses Modell nicht, gegen Aufpreis Heckkopfstützen, die man vorne pneumatisch sozusagen umlegen konnte. Das war so ein Riesengimmick. Anderes Thema, was dieses Auto dann vom 190er geerbt hatte, war dieser Scheibenwischer. Ja, es ist ein sogenannter Einarmscheibenwischer, der so konstruiert wurde, dass er fast die gesamte Fläche wischt, indem er da so ein kleines Getriebe hat, was den Stab so rauskommen lässt, wenn er hier in der Mitte ist. Und dadurch war eine Riesenfläche. Diese Dinger gingen immer kaputt, weil sie nicht gewartet wurden. Die heute noch zu bekommen, ist schon schwieriger geworden. So vor 20, 30 Jahren gab es das alles. Dann hatte er noch was Besonderes. Dieser Außenspiegel hier auf der Beifahrerseite war größer als der auf der Fahrerseite. Da hatte sich Mercedes überlegt, dass man hier in diesem Spiegel viel mehr sieht, also macht man es größer. Also man hatte da schon sehr, sehr viel schwäbische Ingenieurskunst reingesetzt in dieses Fahrzeug. Damit war er auch damals letzten Endes, ja, es war schon ein unglaublich modernes Fahrzeug und alles, was da sozusagen, ob es 5er BMW war oder Audi 100, ja, sah da schon sehr alt aus gegen dieses Fahrzeug. Also zur Innenausstattung. Also die Qualität von Mercedes war wirklich gut, kann man nicht anders sagen. Aber jetzt 40 Jahre später sieht man halt, dass auch die tolle Qualität von Mercedes so ihre Probleme hat. Also gerade bei den ersten, diesen Mopf-0-Dingern, wie man so sagt, hat man das halt ständig, dass sich das hier löst. Das kriegt man auch nicht wieder fest, weil das Material schrumpft. Also so mit Handwerkermöglichkeiten oder weiß ich nicht, ob man das jemals wieder hinkriegt. Ein Problem. Zweites Problem, die Sitze leiden immer darunter, dass hier zum Beispiel diese Sitzwangen abgeschürft sind. Bei diesem noch nicht, weil der hat mal irgendwann einen neuen Sitz bekommen. Aber hier ist immer das Problem, dass sich hier diese Wange löst durch die Beanspruchung. Man kriegt noch Teile, aber wie gesagt, es ist nicht so einfach. Gute Innenausstattungen gerade für diese Mopf-0-Geschichten sind sehr, sehr schwer zu bekommen. So, die Rückbank. Ja, hier sieht man noch, dass sich das auch hier fängt an, sich zu lösen. Also das kriegt man wirklich schwer hin. Die Rückbank ist in der Regel selten verschlissen, weil da wenig Leute drauf gesessen haben. Dieses Auto war halt ein Selbstfahrerauto oder halt eine Taxe, aber die Taxen sind halt fast alle weg. Und wenn man noch eine Taxenausstattung bekommt, die hatten halt den Vorteil, dass sie verstärkt waren und waren halt durchweg in diesem sogenannten MB-Tex, also Kunstleder. Elektronik gibt es an diesem Auto so gut wie gar nicht. Einzig allein gibt es bei diesem Fahrzeug, das kann ich euch zeigen, so einen kleinen der Computer ist zu viel, aber so ein kleines Überwachungsstellgerät, was die Funktionalität der Lampen, also der ganzen Beleuchtung zeigt. Und das spinnt manchmal, auch bei diesem hier. Das heißt, wenn ich Licht einschalte, leuchtet hier immer diese kleine Glühbirne, obschon alle Glühbirnen funktionieren. Das liegt an so einem kleinen Gerät, was da vorne am Sicherungskasten liegt. Ansonsten ist dieses Auto wirklich frei von Elektronik. Schiebedächer, auch so eine Sache. Hier geht es schon nicht mehr auf, ist durchweg beim 124 elektrisch gewesen, gab es nicht mehr manuell. Heißt, wenn das kaputt ist, wird es wirklich nervig, weil der Motor für das Schiebedach sitzt hinten im Kofferraum und da geht so eine Sehne durch, die geht halt komplett über das ganze Auto quasi unterm Himmel durch und die kann man schon ersetzen, aber mühselig, mühselig, mühselig. Also achtet darauf, dass die Schiebedächer funktionieren oder sagt einfach, Dach bleibt zu, auch egal. So, die meisten 124er hatten so eine sogenannte Buchhalterausstattung, weil wirklich alles, aber auch wirklich alles bei diesem Auto Aufpreis kostete. Dieses Auto hat, wie gesagt, Automatikgetriebe, Sonderausstattung war der Tempomat und er hat noch ABS, aber ich glaube, das war sogar serienmäßig bei dem Sechszylinder. Ansonsten musste man alles extra bestellen. Ob Sitzheizung, elektrische Fensterheber, ob wärmedämmendes Glas, noch nicht mal das hat der. Ja, also das war wirklich ein teures Auto in den 80er Jahren, aber es gab noch nicht mal wärmedämmendes Glas umsonst. So, ein weiterer riesiger Nachteil dieses Autos sind die sogenannten Fahrwerksfedern.
Die Originalen brechen immer, die Zubehördinger auch. Also man sieht das nicht, man merkt es halt nur irgendwann, wenn es klongelt und dengelt, ist meistens unten so ein Teil der Feder gebrochen. Die auszutauschen ist eigentlich gar nicht so ein Riesenproblem, weil es gibt hier keine McPherson Vorderachse oder sowas. Das heißt, der Stoßdämpfer sitzt nicht innerhalb der Feder, sondern außerhalb. Nur man muss die richtige Feder finden. Mercedes hat die so markiert mit so unterschiedlichen Farbmustern. Bei Mercedes werdet ihr heute vielleicht auch gar keine Feder mehr kriegen und wenn, dann sind sie halt doppelt so teuer wie im Zubehör. Also geht ihr auch zum Zubehör und da müsst ihr wirklich genau aufpassen, welche Feder ihr kauft. Man kann die Höhe dieses Autos verstellen, weil auf der Feder ist so ein Gummiteller. Der hat unterschiedliche Noppen. Da gibt es welche mit 2 Noppen, 3 Noppen, 4 Noppen, 5 Noppen. Je mehr Noppen, desto dicker ist dieser Teller. Und dadurch könnt ihr diese Höhe verstellen. Dann gibt es bei Mercedes für jede Ausstattungsvariante eine bestimmte Feder. Heißt, der 300er D hat eine ganz andere Feder als ein 200er Diesel oder ein 200er. Und ob er eine Anhängerkupplung hat, ob er Automatikgetriebe hat, ob er viel Sonderausstattung hat und so weiter und so fort. All das wurde mit berechnet in diese Fahrwerksfedern. Also das ist schon ein relativ spannendes Feld, da wirklich die richtigen Federn zu finden. Also der Vorgänger hatte noch eine relativ einfache Hinterachsform mit 2 großen Lenkern. Hier nennt man das eine sogenannte Mehrlenker-Hinterachse, was schon das Problem zeigt. Es gibt hier halt unglaublich viele kleine Streben mit Buchsen und so weiter. Also die Hinterachse zu überholen ist beim 124 schon ein erheblicher Aufwand. Also achtet darauf, ob es hinten bollert oder klappert oder so weiter. Wenn nicht, ja, seid ihr schon mal im Vorteil. Andere Problem ist, dass dieses Auto ja in der Regel immer sehr hohe Laufleistungen hat und dadurch leiden in erster Linie die Differentiale. Also wenn ihr mit diesem Auto Probe fahrt und das heult so von hinten, dann wisst ihr, dass das Differential schon mal irgendwo ja nicht mehr so ganz in Ordnung ist. Früher holte man sich halt vom Schrott dann gebrauchtes Differential. Auch das wird heutzutage schwieriger sein. Man kann sowas natürlich alles überholen lassen, aber es ist natürlich auch alles dramatisch teuer. Also versucht irgendwie ein Auto zu finden, wo das Differential mal nicht jault. Es gibt dann auch Unterschiede zwischen Differentialen mit ABS und ohne ABS. Darauf muss man dann auch achten. Also dieser 3 Liter Dieselmotor ist eine gewisse Besonderheit, weil Mitte der 80er Jahre bot eigentlich nur zunächst Volvo einen 6-Zylinder-Dieselmotor an, aber der stammte aus dem VW-Lastwagen, also zum LT28. Und Mercedes konstruierte diesen 3-Liter-Motor, einen 6-Zylinder mit 109 PS. Der wurde dann später sogar aufgeladen, hatte sowas um die 147 PS. Aber diese Motoren gelten eigentlich als wirklich sehr, sehr standfest, wenn man sie dann auch pflegt. Das war eine komplett neue Motorengeneration. Die liefen ruhiger als die alten 5-Zylinder 300er Diesel im 123er. Und hatten auch einen sehr, sehr guten Durchzug. Also ich kann euch eine kleine Anekdote erzählen. Mein Vater fuhr immer nur BMW 7er und war immer nur genervt über BMW 7er, weil die immer irgendwelche Kinderkrankheiten hatten. Und als der dann 85 kam, hat er sich exakt dieses Auto gekauft mit dem 3 Liter Diesel und fand das toll. Also vom 735i kommend auf einen 300er Diesel und fand das klasse. Auch weil dieses Auto halt relativ sparsam war. Verglichen mit heutigen Diesel verbraucht er halt sehr viel, also 8, 9, auch 10, 11 Liter gehen da schon durchaus durch. Aber Mitte der 80er war das echt wenig. Und der Motor war dann kultiviert. Man sollte aber immer, und das hatte mein Vater damals übrigens nicht gemacht, ein Automatikgetriebe dazu wählen. Denn mit dem 5-Gang- oder 4-Gang-Schaltgetriebe hatte man diesen Bonanza-Effekt. Dieser Drehmomentverlauf des Motors in Verbindung mit dem Schaltgetriebe stimmte nicht. Das heißt, das Auto schaukelte sich immer auf. Und das hatte halt schnell sozusagen diesen Spitznamen Bonanza-Effekt und war für Mercedes dann erstmalig, soweit ich mich erinnere kann, ein wirkliches Imageproblem. Also ihr hört schon, rein 6-Zylinder finde ich das Schönste, was es gibt, vom Klang, aber auch von der Laufkultur. Gerade als Diesel, das ist immer so ein bisschen so wie so ein Schiffsdiesel, oder? Das hört sich so ganz synchron an und dämmert so ein bisschen weg. Ich mag das sehr gerne. Also dieser 3 Liter Diesel von dem W124 ist ein Vorkammerdiesel, das heißt, er hat noch so Vorkammern. Hier sind die 6 Einspritzdüsen, hier unten ist die mechanische Einspritzpumpe. Da ist nichts elektronisch oder elektrisch. Dieser Motor würde auch ohne Batterie weiterlaufen, der braucht gar keinen Strom. Der ist wirklich
standfest, man sollte ihn aber schon warten. Also alle 7500 Kilometer einen guten Ölwechsel, den Dieselfilter mal wechseln, Glühkerzen nachpulken, ob alle vernünftig sind, das merkt man aber auch, das zeigt er dir an. Ansonsten ist dieser Motor, wenn man ihn pflegt, für über 500.000 Kilometer wirklich gut. Viele Taxen haben sogar weit über 700.000, 800.000 geschafft. So, früher in meiner Jugend gab es den Spruch, wenn ich Mercedes fahren will, kaufe ich mir oder hole ich mir eine Taxe. Und genau das Feeling habe ich jetzt auch. 124 fahren ist immer irgendwie was Taximäßiges. Ne? Also gerade hier in Berlin war ja früher bis in die 2000er Jahre die Straßen voll mit 124er Taxen. Das hatte auch seine Berechtigung, weil diese Dinger waren ja durchaus auch solide. Und gerade das Fahrwerk es funktionierte halt. Es bollerte nicht, es war ganz gut zu reparieren. Es gab viele Werkstätten, die hier 124er auseinandergenommen haben, geschlachtet haben. Und wir fahren jetzt wieder mal eine schwere Strecke mit Kopfsteinpflaster und ihr werdet merken, dass an diesem 40 Jahre alten Auto nichts klappert und bollert und scheppert, dass der also da wirklich sehr solide drüber geht. Also das hat schon was von Qualität, das kann man ja auch nicht wegdiskutieren. Das ist schon durchaus da. So, wie gesagt, wir haben es hier mit einem 124er zu tun, der im Prinzip nicht gepflegt wird. Der wird gefahren. Das ist jetzt auch kein Auto, was lieb gehabt wird, sondern es wird halt genutzt. Und ich würde mit diesem Auto jetzt auch sofort 4000 Kilometer in einem Stück fahren, weil das wird es auch machen. Und das ist halt das Tolle. So. Und die Technik ist überschaubar, die ist einfach. Man kann das relativ schnell alles selbst reparieren. Teileversorgung ist gut. Originalersatzteile bei Mercedes sind mittlerweile auch teurer geworden, wie alles. Aber nichtsdestotrotz sind 124er durchaus Autos, die man lange fahren kann und immer noch lange fahren kann. Ja, das ist einfach auch ein sehr unspektakuläres Auto. Nicht? Also man hat jetzt hier nicht irgendwie eine Wahnsinnsfahrfreude oder sowas, sondern es funktioniert alles, es ist alles grundlogisch aufgebaut. Das Armaturenbrett ist komplett unspektakulär. Hier gibt es halt ein paar Knöpfe und ein paar Drehschalter und damit funktioniert das halt. Und da war nicht viel Design, das war alles sehr aufgeräumt, sehr eben. Also man merkt auch hier diese glatte Fläche, das war alles sehr ruhig und ja, sollte alles Solidität und Ruhe ausstrahlen. Das tut es auch heute noch. Genau, was ich schon gesagt habe, im Wischer ist immer so ein Manko. Hier, der ist auch schon ein bisschen müde. Da muss mal dringend wieder nachgefettet werden. Spritzdüsen müssen mal gereinigt werden. Die sind sogar bei diesem Modell beheizt. Und zwar wird die Düsen beheizt und das Wasser selber wird über das Kühlmittel geheizt. Also da haben die sich schon echt was einfallen lassen. Also selbst im Winter kriegt man diese Düsen relativ schnell frei. Genau. Ein Problem ist hier noch die Tachoeinheit. Also diese Tachos gehen halt gerne kaputt. Da verabschieden sich die Ritzel, das sind so Plastikritzel, oder schieben sich nach vorn. Und die sind dann immer alles wieder reparabel. Gibt es auch alles noch. Das ist ein VDAU-Instrument. Und was auch häufiger ein Problem ist, sind die Tankgeber. Das ist bei ihm hier auch ein Problem. Also er zeigt überhaupt nicht mehr den richtigen Füllstand an. Was auch schade ist, weil die Kilometeranzeige nicht funktioniert. Also muss man hier so ein bisschen immer hoffen, dass noch genug Diesel an Bord ist. Also hinten ist der Tankgeber, das ist so ein Riesenrohr. Neu zu bekommen, kostet leider auch richtig Geld. Ich glaube sogar dreistellig. Nur der Tankgeber, den rauszukriegen, ja, muss man den ganzen Kofferraum auseinandernehmen und hinter der Rücksitzbank liegt das dann bei der Limousine. Ist auch zu machen, aber wie gesagt, dieser Tankgeber kostet auch richtig Geld. Naja, und so kann man so einen 124er immer eigentlich ganz schön am Leben halten und immer wieder so ein bisschen was dran machen. Und wie schon vorhin erwähnt, man kann dieses Fahrzeug tatsächlich auch im Alltag bequem fahren. Einzig hier so in Berlin mit den Dieseln ist das jetzt so eine Sache. Nicht? Also das ist ja nicht gereinigt. Es gab Katalysatoren für dieses Auto. Es gibt auch, glaube ich, sogar Partikelfilter, die man nachrüsten konnte. Wird zwar nicht mal gemacht, weil alles sehr, sehr teuer und steuerlich spielt das ja durch das H-Kennzeichen auch gar keine Rolle mehr.
Aber sie miefen halt hinten schon raus. Und das ist heutzutage so in Großstädten, das finden die Leute nicht mehr so richtig witzig. Also man wird da schon auch manchmal angesprochen und sagt, der stinkt und musste mit so einer Kiste fahren und so weiter. Also überlegt euch, ob es da nicht doch ein Benziner sein soll, so schön dieser Motor auch ist. Oder versucht ihn nochmal zu reinigen. Also es kann ja vielleicht was investieren in Abgasreinigungssysteme und dann kann man auch beruhigt mit so einem Diesel weiterfahren. Genau, so viel zum W124 der oberen Mittelklasse, wie es genau hieß, von Mercedes-Benz aus den 80er Jahren, die übrigens bis 94 gebaut wurde, also relativ lange. Und dann von dem, wie ich finde, sehr schrecklichen W210 abgelöst wurde. Das ist diese E-Klasse, die dann halt E-Klasse hieß und ja schon im Katalog im Prinzip gerostet hat. Aber auch die erfährt mittlerweile schon so einen Liebhaberstatus. Ich kann mir das nicht so richtig erklären, aber gut. Vielleicht stellen wir euch mal einen W210 in unserem Channel vor. Also, das war's hier zum W124. Bis dann. Ciao.